Ich heiße Lukas. I'm Arya. Mein Name ist Mareike. Mein Name ist Yannis. Well, I'm Arvind. Ich bin Polina. Ich bin der Alexander. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im 3. Mastersemester. I'm currently studying Logistics and Supply Chain Management at TU Darmstadt. Ich mache meinen Master in Linguistic and Literary Computing. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau. Ich studiere Biologie und Chemie auf Lehramt an Gymnasien. I'm studying Hydrogeology and Environmental Engineering at TU Darmstadt. Ich studiere Lehramt für Gymnasien und Informatik. Wir befinden uns gerade an meinem Lieblingsort bzw. an einem meiner Lieblingsorte, und das ist das Hochschulstadion. Seit einiger Zeit werden hier auch Kurse in Präsenz angeboten und das finde ich richtig klasse. Mein Lieblingsort hier an der TU ist unser Hochschulgruppenhaus und insbesondere auch unser Hochschulgruppenraum hier, in dem ich regelmäßig bin. My favorite place at TU Darmstadt is exactly where I'm sitting right now. And you might have already guessed what place it is. And yeah, it's the Central Library of TU Darmstadt, located at the TU Darmstadt Stadtmitte campus. Also wir sitzen in meinem Lieblingsort, das LZI, hier das Lernzentrum Informatik ist mein Lieblingsort. Ich finde es einfach wahnsinnig toll hier, die Atmosphäre, dass man mit anderen Studierenden zusammenarbeiten kann, dass man hier sitzt, gemeinsam an Problemen arbeitet, an den Übungen und auch deutlich Freizeit hier verbringen kann. Wenn man mal überhaupt keine Lust hat, kann man auch mal zusammen hier sitzen und einfach was trinken und es ist einfach eine entspannte Atmosphäre hier. Mein absoluter Lieblingsort an der TU ist mit Abstand die Mensa. Lieblingsort an der TU ist diese Maschinenhalle hier, die wurde renoviert, als ich noch im Bachelor studiert habe und ist eben traumhaft schön geworden, mit schönen Vorlesungen. This place I find really beautiful because first of all, when you have a kind of overview of the library, especially from the top floor, you would be amazed by the connection of the stairs and the floors and the architecture, the design here. An der TU kann ich definitiv noch das Hochschulstadion als Lieblingsort empfehlen. Richtig schön finde ich den Campus Stadtmitte. Da kann man wunderbar spazieren gehen durch den ganzen Campus, auch durch den Herrengarten und die schönen Gebäude genießen. Empfehlen kann ich auf jeden Fall das Bistro Athene hier im Piloti-Gebäude und das Bistro an der Mensa Stadtmitte. Einfach weil man dort auch in guter Atmosphäre sitzen und lernen kann, zeitgleich auch Freizeit verbringen kann und weil das gastronomische Angebot von den Bistros auch durchaus sehr lecker sind. Also ich esse sehr gerne diese Paninis. Als Erstsemester hätte ich sehr gerne gewusst, dass die eigene Orientierungswoche eine einzigartige Erfahrung ist, die man selbst als OWU-Tutorin später nicht so nachholen kann. Ich kann sagen, dass ich gerne gewusst hätte, dass man keine Angst haben sollte, vor allem keine Angst davor, neue Menschen kennenzulernen. Mein erstes Semester war komplett digital und ich hatte schon die Sorge, dass ich niemanden kennenlernen werde und richtig einsam sein werde. So war es zum Glück nicht. Als Erstsemester hätte ich gerne gewusst, dass es im Master einfacher wird und die Fächer schöner sind, weil man sie frei wählen kann. Als Erstsemester hätte ich sehr gerne gewusst, dass man sich nicht zu viel Kopf machen muss. Es kommt alles immer irgendwie und man wird meistens von den Dingen doch nicht so überrascht, wie man immer denkt. Und man kann die Sache auch durchaus entspannter angehen, als sich immer über alles Kopf zu machen. Niemand ist einem hier böse gesonnen und auch die Professoren sind ganz liebe Menschen und man muss sich einfach nicht so viel Gedanken machen. Ich hätte gerne gewusst, dass das Studium nicht alles ist, aber dass man auch nicht von vornherein schleifen lassen darf. Also wenn man von der Schule kommt, ist es schon nochmal was anderes zu studieren. I had doubts in city registration, content rules, starting a bank account, and also traveling from India to Germany. So what I have to tell my freshers is there is no need to worry because
you can ask help at any time, and the IS team and your fellow students are always at your help. And even if I tell you these things, I know that there will be some doubt in your mind, and I'm sure that once you are done with this stage, you will look back and start to realize that why should I worry this much when I had such a wonderful team and friends. Genau, während meines ersten Semesters waren meine Erfahrungen teils, teils. Also es gab ganz tolle Erfahrungen, da hatte ich Lehrveranstaltungen, die waren super spannend und da bin ich super gut mitgekommen. Und dann hatte ich aber auch ein, zwei Vorlesungen, die waren schon anstrengend und schwierig. Und da dachte ich dann kurzzeitig auch mal, ist das überhaupt das Richtige für mich? Verstehe ich das? Kann ich das? Und das war so in meinem ersten Semester hatte ich da ganz schön dran zu knabbern, aber ich bin dann doch über die Zeit gut reingekommen und in der Klausurenphase selber dann merkt man dann, dass man den Kram doch gut hinbekommt, wenn man sich einfach die Zeit dazu nimmt. Im ersten Semester habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Systeme der Uni etwas überfordern können, wie die Uni funktioniert, weil man eben viele Plattformen hat, wie Tukan und Moodle, die neu sind und das Vorlesungsverzeichnis ja sehr groß ist. Und dass man da schnell den Überblick verlieren kann mit den vielen Fächern im Vergleich zur Schule, wo man ja einfach einen Stundenplan vorgegeben bekommen hat. Während meines ersten Semesters habe ich relativ schmerzhaft erfahren, dass Prokrastination und nicht allzu gute Planung dazu führt, dass man Klausuren erstmal vielleicht nicht besteht, aber dass man sich davon auch nicht entmutigen lassen darf. Fallstricke im Studium gibt es ganz viele. Am besten sollte man den umschiffen, dass man es nicht unterschätzt. Also auch wenn das Semester anfängt und die ersten 3, 4 Vorlesungswochen noch recht entspannt sind, man darf es nicht unterschätzen. Man muss immer am Ball bleiben. Wenn man mal eine längere Zeit das schleifen lässt, die Übungen nicht macht, die Vorlesungen sich nicht anguckt, dann läuft man schnell Gefahr, da den Anschluss zu verpassen. The main trap is because it's a new place for you, you might find it a bit difficult to explore the whole city and the system, and then you fall into this trap of procrastination, which I heavily recommend. Just try to avoid it, try to study the course materials every week, just try to write a short summary of what you learned during the week, because after all, and during the examinations, especially for the first semester, you have too many subjects that you have to pass, and you might find it a bit heavy workload during the examination period. So this might be the first trap that you might fall in the first semester, and I recommend you just try to go through the course materials, make a short summary, and then it would be very simple then. Ja, ich würde am Ball bleiben. Also es ist schon was anderes, wenn man jetzt von der Schule kommt. Da ist einem vielleicht öfter mal was in den Schoß gefallen. Hier sollte man schon am Ball bleiben, dass man nicht gleich in den ersten Wochen vom Stoff abgehängt wird. Ich kann als Anlaufstellen empfehlen, sich mit seinen Kommilitonen auszutauschen, vielleicht in der Fachschaft nachzufragen. Ich hatte auch die Erfahrung, dass mein Studienbüro super nett ist, wenn man da Fragen hatte zum Ablauf, welche Fächer man wählen, einbringen darf, wie das mit Wahlpflicht aussieht. Da habe ich immer sehr schnell eine kompetente Antwort bekommen. Während meines Studiums habe ich zum Großteil mich eigentlich auf Kommilitonen und Kommilitoninnen verlassen, habe von denen viel Hilfe angenommen, aber auch die Fachschaft. Die Fachschaft hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich da Altklausuren zum Beispiel bekommen habe oder auch Erfahrungen von älteren Kommilitonen, die mir definitiv geholfen haben, einige Klausuren zu bestehen. Well, I received a lot of help from my tutor, Annika. She was guiding us with the initial steps in studies and also with all that we need to know as a new student at UW Hampstead. Also Ms. Harris, who is our coordinator, she provided a lot of help and support as a new student. Also für internationale Studierende würde ich auf jeden Fall die International Student Services empfehlen. Das ist ein Team und sie beraten sehr gerne bei allen alltäglichen Fragen. Außerdem würde ich die Workshops von der OLB und vom Schreibzentrum empfehlen. Die sind auch super gut und das Angebot ist auch sehr groß. Also ich finde es sinnvoll, wenn man während des Studiums ein Auslandssemester wahrgenommen hat, wenn man sich
auch ein bisschen rechts und links umschaut, also mal in Hochschulgruppen schnuppert, mal in die Fachschaft geht, allgemein sich sozial zu engagieren, ist sehr sinnvoll. Was man auf jeden Fall mal gemacht haben sollte, ist ein Filmmarathon beim Studentischen Filmkreis. Im Laufe seines Studiums sollte man definitiv mal eine der spektakulären Weihnachtsvorlesungen der Fachbereiche besuchen. Es macht nämlich besonders viel Spaß, Glühwein im Hörsaal zu trinken. Als Studierender sollte man auf jeden Fall so viel wie möglich feiern gehen, würde ich sagen. Würde ich vor einiger Zeit sagen. Allerdings ist es momentan leider nicht möglich. Deswegen würde ich sagen, ja, Sportkurse besuchen, das ist eine wunderbare Sache. Sprachkurse machen, die sind alle umsonst. Ja, im Laufe seines Studiums sollte man auf jeden Fall mal als Hiwi gearbeitet haben an der Uni, einfach um mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, zu sehen, wie das im Hintergrund läuft, und dann kann man auch in allen anderen Vorlesungen besser verstehen, wie Übungen aufgebaut werden. Die Freizeitaktivitäten an der TU, da bin ich tatsächlich am meisten im Hochschulsport unterwegs. Also egal ob jetzt Salsa, Bollywood-Tanz, Schwitzfit oder Powerfit. Ich mag all diese Kurse und kann die nur wärmstens empfehlen, vor allem da die Community auch sehr stark ist und man so ein Gemeinschaftsgefühl bekommt. Ich kann als Freizeitaktivität an der TU das Ferienhaus der TU in den französischen Alpen empfehlen. Kann man wunderbar eine Woche Ski-Wintersport betreiben oder im Sommer dann auch Radfahren gehen. Und an der Lichtwiese gibt es auch einen Disc-Golf-Kurs. In Darmstadt selber, was cool ist, ist Lasertag. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, kann man Lasertag spielen, das ist ziemlich cool. Escape Rooms gibt es auch, die sind eher was, wenn man in seiner Freizeit ein bisschen knobeln will, mal mit ein paar Freunden in so ein Escape Room gehen. Darmstadt hat viel Grünes, viele wunderschöne Parks, die würde ich gerne empfehlen, zum Beispiel die Rosenhöhe oder die Ludwigshöhe. Beim guten Wetter sieht man die ganze Stadt und auch die Skyline von Frankfurt. There are three favorite hotspots in Darmstadt I would refer to. One of them is Mathildenhöhe, which is like a kind of cultural site in Darmstadt. Second one would be Rosenhöhe, and if you're a fan of nature, parks, and in general, like a place where to ride a bike, enjoy the time with friends, take photos for your social media platforms. Entgegen aller Gerüchte ist der Vogue tatsächlich ein super schöner Platz. Als Freizeitaktivitäten in Darmstadt kann ich den Odenwald empfehlen. Er ist sehr schön grün, schön hügelig, hat verschiedene Angebote, kann man wandern, Fahrrad fahren oder auch mit dem Auto verschiedene Gegenden anschauen, zum Beispiel das Felsenmeer.